Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal nicht zu Hause in der Garage oder außen auf dem Hof oder sonst irgendwo, sondern bei Genesis Import. Ich habe euch versprochen, dass wir was in unserem Fahrwerk ändern werden. Wie ihr sehen könnt, eine ganze Wand voller Fahrwerke und ich würde sagen, jetzt erstmal das Intro und danach klären wir alles weitere. Wir haben ja den Ford Ranger Wildtrak 3,2 Liter, Baujahr 2017, 2018. Was würdest du uns im Prinzip dafür für ein Fahrwerk empfehlen? Beim Fahrwerk kommt es immer darauf an, wofür du dein Auto später nutzen willst. Ich habe jetzt in dem Sinne, ich biete kein Fahrwerk an, wenn jemand zu mir kommt, ich will 5 cm Höherlegung, das muss cool aussehen. Sowas bieten wir nicht an. Ich kann dir ein Fahrwerk zusammenstellen, was spezifisch auf dein Lastenheft und deinen Bedarf an Transport abgestimmt ist. Und deswegen haben wir auch unsere Broschüre, die du gerade in der Hand hältst. Ja. Dort können wir genau bestimmen, wie ist die Ladung dauerhaft, ist die Ladung ab und zu, habe ich einen Camper montiert, wie in deinem Fall, und dann kommen wir langsam in eine Richtung, wo ich sagen kann, oh, es geht jetzt in die und die Richtung, dann werden wir immer spezifischer und wählen im Endeffekt genau das Fahrwerk aus. Du hast hinten einen Canopy Camper von uns drauf. Ja. Du hast schon einen kleinen Ausbau gemacht und bist bei einer konstanten Zuladung, in diesem Fall von über 300 Kilogramm. Komme ich beim Ford im Endeffekt aus, dass 300 Kilogramm bis zulässigem Gesamtgewicht bei der Hinterachsfederung entsprechen würde einem Fahrwerk, was Constant Load ist, also konstante Beladung. Das ist dann quasi ab 300 Kilogramm bis zu dem zulässigen Gesamtgewicht ausgelegt. Okay. Das wissen wir jetzt schon, wir kennen dein Ladeheft. Für alle anderen ist es halt interessant herauszufinden, was belade ich, wann und wie oft. Und dann kann ich das passende Fahrwerk für euch zusammenstellen. Okay, perfekt. Vorne ist eine andere Geschichte, jetzt müssen wir dein Auto angucken. Ist das Auto Serie? Hat das Auto eine Stoßstange, eine veränderte, einen Extratank vorne, irgendwas montiert oder eine Winde montiert? Dann müsste man das vorne auch noch anpassen. In deinem Fall hast du es nicht. Dann könnten wir quasi ein Komfortfahrwerk ohne Belastung nehmen. Oder wenn wir die Heavy-Duty-Variante, quasi das Constant Load hinten ausgleichen wollen und wir gehen davon aus, das Gesamtgewicht verteilt sich auch ein bisschen nach vorne des Fahrzeugs, würde ich dir immer ein Performance-Fahrwerk vorne empfehlen. Hinten Constant Load. So ist dein Auto aufgebaut und damit fährst du mit Sicherheit gut. Ein bisschen höher gelegt im Endeffekt, aber auch mit deinem Gewicht des Canopy Campers, Offroad-Pisten, dafür ist das Fahrwerk dann ausgelegt. Wir haben uns quasi irgendwie so für die High-End-Variante entschieden, Formcell Pro-Variante. Wir hatten jetzt schon das Fahrwerk, diese Zusatzluftfeder drin. Wir möchten jetzt im nächsten Step, eben wie schon erwähnt, wirklich ein wirklich geiles Offroad-Fahrwerk haben, was wirklich für unser Fahrzeug abgestimmt ist. Wir wollen nicht irgendwie in einem halben Jahr wieder anfangen, nochmal rausbauen, nochmal zusätzlich hinbauen. Was würdest du mir noch für zusätzliche Teile empfehlen, also für Zusätze? Was hat Ironman noch so im Programm? Als richtig sinnvolles Zubehör, wenn man jetzt schon ein paar Kilometer runter hat, unsere Domlager, unsere neuen. Das heißt, das Komplettfederbein kann vormontiert werden, das ist ein Vorteil für die Montage. Es kommen die neuen Domlager drauf und die Domlager bei deinem Auto mit 20.000 Kilometern und richtig Offroad-Kilometern werden wir sehen, dass die Originalen schon ausgeschlagen sind. Kostet nicht die Welt, passen optimal zu dem Ironman-Fahrwerk und du hast alles neu drin und ein passendes Domlager, was so schnell nicht mehr ausschlägt, was von Ironman für die Ironman-Federn abgestimmt ist. Das wäre sinnvolles Zubehör Nummer 1. Absolut sinnvolles Zubehör und jeder, der schon mal gereist ist und irgendwie nach 50 Kilometern in Marokko eine quietschende Blattfeder hinten hatte, und das werden viele kennen, das Problem. Ja, total. Ich empfehle unsere abschmierbaren Schäkel. Ja. Wir haben das ganze System auf. Ja. Du sagst gerade, du willst nicht irgendwann noch mal anfangen. Es sind quasi in den Schraubenköpfen integrierte Schmiernippel bei uns einfach. Und du kannst alle 2.000, 3.000 Kilometer einfach mal mit der Fettpresse ein bisschen Fett reindrücken in die PU-Buchsen. Super für die Haltbarkeit der PU-Buchse. Und das Gequietsche ist endlich passé. Das ist ganz einfach schnell selber zu machen. Ja. Die sind steinschlaggeschützt, sind sie bei vielen anderen Produkten nicht. Unsere sind integriert.
verdrecken auch nicht, kommst dran. Abschnürbare Schäkel, absolutes Pflichtzubehör beim Ersteinbau. Wenn man es schon mal offen hat und du sagst wirklich High-End und Haltbarkeit. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Frontachse gerade bei Campermobilen und bei der Zuladung öfters also höher in Beanspruchung ist als bei einem leeren Ranger, der sich leichter und behender durchs Gelände wühlen kann. Ironman hat die PureForce Arms im Angebot. Okay. Das heißt, wenn du die oberen Dreiecksquerträger der vorderen Aufhängung anguckst, die sind bei den meisten Autos einfach für Straßenverkehr konzipiert. Ja. Für relativ geringen Offroad-Einsatz. PureForce Arms sind deutlich stabiler, bieten in Verbindung mit unserem Fahrwerk durch die Höherlegung bekommst du auch einen anderen Winkel vorne in der ganzen Fahrwerksgeometrie. Sie sind ein bisschen länger, um das auszugleichen, gerade mit dem Foamcell Pro Fahrwerk, was wir einbauen. Das heißt, das wäre eine richtig tolle, sinnvolle Ergänzung in Sachen Stabilität, Fahrstabilität und Offroad-Performance. Die Preis-Leistung ist aber unglaublich, weil die Dinger sind stabil, die sind massiv und bieten dir einfach die Nummer extra an Sicherheit im Bereich Offroad und Performance. Wir haben kein weiteres Zubehör, das Fahrwerk spricht eigentlich für sich, aber diese 3 Ergänzungen würde ich jedem Kunden, der mir sagt, ich will Offroaden, würde ich die ans Herz legen, weil das funktioniert. Die erste Arbeit wird es erstmal sein, das ganze Fahrwerk, also das alte Fahrwerk erstmal rauszubauen. Weil um Neues einzubauen, müsst ihr logischerweise das alte erstmal ausbauen. Ich versuche euch so viel wie es geht zu zeigen, aber im Prinzip ist es auch erstmal nicht so wichtig. Wichtiger ist, wie das neue Fahrwerk reinkommt. Ich konnte gerade sehen, wie wir die A-Arme rausgemacht haben und allein das ist schon ein Grund dafür, warum man das nicht zu Hause machen sollte. Es gibt von sämtlichen Sachen Spezialwerkzeuge, die hat man nicht zu Hause und wenn man das selber macht, macht man in der Regel mehr kaputt, als dass es nachher bringt. Allein deswegen ist es schon ein Grund, wieso ich das Fahrwerk nicht selber einbauen würde, sondern halt eben irgendwo hingehen würde, wo die Leute eine Ahnung davon haben und ja, nicht so ich. Hier wird im Prinzip jetzt gerade die Feder gespannt und auch das, Freunde, macht ihr nicht mal kurz zu Hause in der Garage, würde ich mal behaupten. Weil ich denke mal, die meisten von uns haben sowas nicht zu Hause, also ich auf jeden Fall nicht. Ihr könnt euch jetzt mal einfach zum Vergleich anschauen, wie die 2 Stoßdämpfer aussehen. Hier seht ihr im Prinzip ja schon im Vergleich den Querschnitt von den 2 Fahrwerken oder besser gesagt von den 2 Stoßdämpfern. Das ist schon ein dezenter Unterschied. Und vor allem, die Federn sind grün. Das ist schon mal cool. Jetzt kommen die Stoßdämpfer rein, Freunde. Quasi wird das Ganze jetzt verheiratet oder so ähnlich. Während die anderen jetzt an unserem Auto weiterschrauben und weiter das Fahrwerk einbauen, werden wir uns jetzt mal gemeinsam die A-Arms angucken und diese Forge Arms von Ironman, was da der Unterschied ist. Weil da gibt es schon einen sehr einfach zu sehenden und sehr großen Unterschied. Also schauen wir uns mal gemeinsam an. Also Freunde, ich habe euch das jetzt einfach mal so gezeigt und ich denke mal, die 2 A-Arms nebeneinander liegend ist eigentlich schon alles erklärt soweit. Ihr könnt euch ja mal hier den Querschnitt angucken, hier vorne bei dem Konus. Und hier, ich denke mal, da brauche ich eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, das sieht einfach jeder. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier hochklappen, dann seht ihr, das Ganze ist kein komplettes Teil, also komplett überall den gleichen Querschnitt, sondern der Querschnitt wird nach hier vorne verringert und auch nach hinten. Das heißt, diese Arme hier sind auf jeden Fall schon mal um einiges massiver als die Serien A-Arms.
Freunde, wie ihr sehen könnt, Stoßdämpfer sind drin, die Karre sieht wieder vorne aus wie neu, das ist doch mal geil. Und ich muss sagen, die Jungs leisten schon richtig gute Arbeit. Ja, wir hatten uns ja vorhin mal die Arme angeguckt. Ja. Die Arme sind also ich habe selber, wie gesagt, keine Ahnung davon. Ich kenne mich mit Fahrwerk nicht so wirklich groß aus, aber man muss kein Fahrwerksexperte sein, um diese wirklich solide Verarbeitung zu sehen. Man sieht zwischen dem Serien-A-Arm und dem Pro Forge Upper Arm von Ironman sieht man wirklich den Unterschied. Das ist wirklich alles solide verarbeitet, nicht irgendwo Material abgetragen, um nochmal ein bisschen Geld zu sparen. So, man sieht wirklich definitiv schon, dass es was bringen kann. Und das ist definitiv uns wichtig, eben, dass wir nicht einfach nur im halben Jahr nochmal anfangen, irgendwas rauszubauen. Jetzt beim Ausbau habe ich ja gemerkt, oder haben wir gemerkt an sämtlichen Stellen, dass unser Grundträger schon anfängt zu rosten. Unser Fahrzeug ist echt noch nicht alt, eben wie gesagt 2 Jahre jetzt. Wir waren damit so roundabout ungefähr 40.000 Kilometer unterwegs. Was ich jetzt eben beim Eingang vorher noch gesehen habe, ziemlich cool, ihr tut direkt schon Rostbeseitigung oder Rostschutz auftragen. Ich habe auch schon meiner Community versprochen, dass ich definitiv mal noch ein Video drüber machen werde über Rostbeseitigung, weil ich glaube, jeder von uns kennt das, so ein Fahrzeug rostet einem sonst super schnell weg. Fand ich super, dass ihr das eben auch mitmacht, total geil, weil an diese Stellen, wo ihr das macht, komme ich überhaupt nicht mehr hin, habe ich gar nicht die Möglichkeit. Kannst du mir da irgendein Produkt empfehlen, was man am sinnvollsten machen kann? Bei uns war es so ein bisschen Trial and Error und eigene Erfahrung. Ich habe als Restaurator gearbeitet oder fahre sehr viele alte Offroader und habe dasselbe Problem. Das Problem, was mir in den letzten Jahren massiv aufgefallen ist, dass neue Fahrzeuge einfach schlechter ab Werk geschützt werden. Muss man klipp und klar so sagen. Wir sehen hier Rahmen von Autos, die nur einen Winter gesehen haben, wo das ist kaum behandelt. Und genau in diesen Momenten sprechen wir mit dem Kunden, sagen dem Kunden, er muss agieren, bevor der zweite Winter kommt. Ja. Ernsthaft, man will ja lange Spaß haben mit seinem Auto und lange rostfrei Spaß haben. Für mich war es ganz einfach, ich informiere mich sehr oft, ich habe mir die gängigen Tests durchgesehen. Ich bin jetzt kein Mensch, der mag irgendwie das eine Produkt von dem einen zu nehmen, was dafür gut ist. Ich möchte alle Sachen aus einer Hand haben. Ja, total. Und habe vor einigen Jahren einfach den Gerd Cordes von Timex kennengelernt, den Chef und die Chefentwickler. Die sind Testsieger Oldtimer-Markt seit 100.000 Jahren gefüllt und es kommt keiner dran an die Produkte, ob es jetzt Unterbodenschutz ist, ob es Hohlraumschutz ist. Die Timex-Produkte liegen immer ganz vorne, sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis für mich unschlagbar und haben jetzt, was früher alles nur mit Spezialpistolen ging und warm machen und Wachse und wer das noch kennt. Es gibt jetzt mittlerweile eine ganze Reihe von Convenience-Produkten, die wir auch einsetzen hier direkt. Das heißt, es gibt lösungsmittelhaltige Sprays von Timex, wo man ganz schnell mal in Hohlräume reinkam und das habe ich dir ja gezeigt. Ja. Zum anderen ist es unsere Verantwortung, wir bauen gerade massiv Teile aus und kommen an Sachen ran, wie du schon gesagt hast, du kommst zu Hause nicht dran. Nee, dann machen wir das einmal mit, du hast gesehen, das ist jetzt kein Hexenwerk und du hast wieder Ruhe und deine Lager und die Schraubenlager, wo du nicht mehr dran kommst, sind dann einfach geschützt. So, auf der vorderen Achse sind wir jetzt soweit durch fürs Erste und im nächsten Schritt kümmern wir uns um die hintere Achse. Hier könnt ihr euch im Vergleich mal anschauen, die von Ford gelieferten Stoßdämpfer hinten und die von Ironman. Ich würde mal behaupten, das ist ein kleiner Unterschied. Ich denke mal, da brauche ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Warum die dicker sind? Im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ihr mehr Öl da drin habt und eure Stoßdämpfer euch nicht so schnell überhitzen. Okay, wir bekommen hinten eine Constant Load Feder rein. Das heißt, diese Constant Load Feder ist um einiges heftiger als unsere Serienfeder. Das zeige ich euch jetzt hier mal ganz kurz. Die hat einfach um ein paar Lagen mehr drin. Das heißt, die hält einfach deutlich mehr Gewicht aus. Im Prinzip müsst ihr irgendwas machen, dass hinten eure Karre nicht absenkt, weil ihr beladet die mit sehr viel Gewicht, habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Und damit eure Karre hinten dann nicht komplett runter geht, musst du einfach mehr Bums dahinter.
verschränken. Richtig gut. Okay. Teilweise besser als vorher, bin ich fest von überzeugt. Okay. Weil die Gewichtsabstimmung stimmt. Das heißt, es ist nicht zu hart für das Gewicht, dass die Federn sich nicht reinarbeiten können. Genau, die Federn sind jetzt in einer Gewichtsklasse, dass sie angesprochen werden, dass sie richtig arbeiten können. In Verbindung mit den dicken Dämpfern wirst du richtig Spaß haben im Gelände, bin ich fest von überzeugt. Das hört sich gut an. Die Höherlegung in der Mitte gleichen wir aus. Wir machen Distanzstücke am Mitteldiff quasi. Wir legen deinen Kardanstrang etwas tiefer. Jetzt nicht wirklich viel, aber 1-2 cm, dass die Höherlegung wieder ausgeglichen ist. Du wirst keine Verspannungen im Kardanstrang fühlen, wenn du das Ironman-Fahrwerk drin hast. Es wird einfach wieder funktionieren. ABE habe ich erwähnt, das ist der nächste große Vorteil. Ja, auf jeden Fall ist ja auch wichtig. Auch unser Gewindefahrwerk, das Foamstep Pro, hat eine ABE. Das heißt, die Montage erfolgt bei uns oder den Montagepartnern. Dann, was man immer machen sollte im Bereich dieser Höherlegung, wo wir uns gerade befinden, eine Achsvermessung. Einfach muss man schauen, ob die Geometrie des Fahrzeugs sich nicht durch die Höherlegung verändert hat. Ja. In den meisten Fällen sind wir so bei 4 bis 5 cm Höherlegung. Es passiert nichts, aber wir kontrollieren es hier trotzdem. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für Australien gibt es schon ein GVM-Upgrade, das heißt, also wir arbeiten auch an einer Auflastung, dass wir genau das Fahrwerk, was wir heute bei dir verkaufen wollen, in Zukunft einfach auch mit derselben ABE, die wir haben, dass die ABE auch für 3,5 Tonnen gilt. Durch die Corona-Krise hat sich sowas leider auch verzögert, aber ich nehme an, dass die Kunden, die das schon verbaut haben, die werden noch in den Genuss kommen, quasi auch die Auflastung im Endeffekt durchführen zu können. Das ist natürlich ein schönes Ziel für alle Leute, die den Komfort nicht so wichtig ist, sondern einfach der Weg das Ziel ist und der lange Weg, die langen Pistenkilometer und der Extraweg, das Stück Offroad, wo es wirklich performen muss. Ja. Und dann hilft mein Fahrwerk oder das Ironman-Fahrwerk mit Sicherheit. Und dann fährt man nach Hause oder sobald man wieder darf, auch direkt in die nächste längere Urlaubsreise. Wir haben das Fahrwerk jetzt ungefähr seit 1000 Kilometern drin und bis jetzt sind wir mega zufrieden. Das Fahrwerk fährt sich wieder richtig gut, das Fahrzeug liegt wieder richtig schön auf der Straße, bei Bodenwellen oder auch mal im Wald. Bei ein bisschen härterem Gelände liegt das Fahrzeug einfach richtig schön im Gelände. Es federt einfach wieder alles richtig. Das Fahrwerk sieht natürlich auch richtig geil aus. Die Höherlegung sieht nicht nur gut aus, sondern funktioniert auch wirklich gut. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass sich das Ganze mit dem Fahrwerk auf jeden Fall sehr gelohnt hat. Persönlich würde es, glaube ich, jedem ans Herz legen, sich wirklich beraten lassen von einem kompetenten Partner und sich dann wirklich ein Fahrwerk einbauen lassen, was funktioniert, auf dieses Fahrzeug abgestimmt ist, auf die Zuladung und auf den Einsatzzweck abgestimmt ist und das Ganze dann auch wirklich gut funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und vor allem, dass euch das Video weitergeholfen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann jetzt nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken. Vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ich wieder selber bastel. Haut rein, wir sehen uns nächste Woche Sonntag und ciao!